Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Tutorial möchte ich dir einmal erklären, wie der Charakterbogen in DSA Foundry funktioniert. Es gibt grundsätzlich drei Arten von Charakterbögen. Diese finden wir, wenn wir im Akteur-Menü hier oben rechts Akteur erstellen, beim Typ das Dropdown-Menü öffnen. Dort können wir einen Charakter, eine Kreatur und einen Nichtspielercharakter erstellen. Optisch unterscheiden die drei sich nicht so stark. Allerdings gibt es ein paar Funktionen, die der normale Charakterbogen hat, die es in Kreatur- oder Nichtspielercharakter anders oder gar nicht gibt. Ich werde zu Beginn des Tutorials auf den Charakterbogen der Spieler eingehen, zum Ende hin aber auch nochmal auf die Unterschiede zwischen Kreatur- und Nichtspielercharakter. Wenn ihr einen Charakterbogen öffnen wollt, dann könnt ihr zum einen den Token auf der Spielfläche auf der Szene markieren und mit der C-Taste auf der Tastatur den Bogen öffnen und schließen. Geht genauso mit einem Doppelklick. Oder aber, wenn ihr rechts im Akteurmenü auf die Figur klickt, öffnet ihr sie. Es gibt auch nochmal einen kleinen Unterschied zwischen dem Öffnen auf der Szene und dem Öffnen im Akteurmenü. Da will ich später aber nochmal genauer drauf eingehen. Wir merken uns jetzt einmal ganz kurz, und das ist der Standardfall, wir öffnen den Charakterbogen über die C-Taste auf der Szene. Der Charakterbogen ist in drei Teile unterteilt. Wir haben hier oben rechts einige Menüpunkte, die als Spielleiter nochmal deutlich ausführlicher sind als Spieler. Dann kommt direkt darunter der Kopfbereich, der immer zu sehen ist, und direkt darunter die einzelnen Tabs. Im Kopfbereich habt ihr den Namen des Charakters, das Bild zum Charakter. Wenn ihr die Berechtigung habt, könnt ihr auch auf das Bild klicken und ein neues vergeben oder eins selbst raussuchen. Das Bild ist nicht deckungsgleich mit dem Token. Die Token-Einstellungen, da kommen wir zu, wenn wir hier oben in diesem Menü sind. Also ihr könnt ein separates Bild für den Charakter und dem Token auswählen. Direkt neben dem Namen ist die Spezies. Die Spezies ist ein Feld, in dem ihr nicht tippen könnt. Die Spezies wird aus der Bibliothek, also den Kompendien, auf den Charakterbogen gezogen und ist so nicht veränderbar. Die Profession kann auch aus der Bibliothek und den Kompendien gezogen werden, ist aber hier veränderbar, wenn ihr noch Zusatz hinzufügen wollt oder eine eigene Profession verwendet und den Charakterbogen als PDF zum Beispiel abtippt oder so. Direkt darunter sind die Eigenschaften, und zwar nicht die Eigenschaftswerte, die ihr verändern könnt, sondern einfach nur die Eigenschaftswürfel, auf denen ihr Proben ablegen könnt. Verlangt euer Meister, weil ihr euch an was erinnern wollt, eine Klugheitsprobe, könnt ihr einfach auf die Klugheit klicken, den Wurf auslösen und die Probe wird durchgeführt. Direkt darunter sind die Lebenspunkte, die ihr auch hier verändern könnt. Einfach den vorderen Wert wegmachen, eintippen und mit der Enter-Taste bestätigen. Links ist der aktuelle Wert, rechts ist euer Maximum. Direkt darunter sind nochmal die Schicksalspunkte. Wollt ihr manuell eure Schicksalspunkte ausgeben, reicht ein Linksklick auf den Schicksalspunkt. Gewinnt ihr ihn durch den Meister wieder hinzu, reicht ein Linksklick, um ihn wieder hinzuzufügen. Das wäre der Kopfbereich. Dann kommen wir zu dem Charakterbogen hier drunter, zu den einzelnen Tabs. Wir fangen einmal ganz links bei den Talenten an. In den Talenten gibt es eine Kopfzeile. Hier könnt ihr nach Talenten suchen. Sobald ihr anfangt zu tippen, fängt die Suche an und ergibt euch das passende Talent nach ein paar Buchstaben schon aus. Rechts daneben ist ein kleines Filtersymbol. Wenn ihr das anklickt, werden euch nur noch die Talente angezeigt, auf denen ihr Wert habt. Ein weiterer Klick lässt diese Talente wieder alle erscheinen. Kommen wir zu den Talenten. Als erstes wird der Name angezeigt. Dort könnt ihr nochmal draufklicken, um euch Details zu dem Talent anzuschauen. Es ist hier auch bearbeitbar, aber kleine Warnung, das solltet ihr nicht tun. Hier solltet ihr wirklich die Standardeinstellungen verwenden, weil bei Updates oder weiteren Geschichten werden eure Änderungen hier in der Regel überschrieben. Gerade wenn ihr die Migration, die ich später hier oben nochmal erkläre, verwendet, wird hier sowieso alles überschrieben. Meistens gibt es keinen Anlass, hier Änderungen durchzuführen. Hier ist aber ganz interessant, was ihr noch an Informationen zu den Talenten bekommt. Direkt rechts daneben sind einmal ein Minus und ein Plus-Symbol. Die finden wir auch im Kampfbogen und im Eigenschaftsbogen wieder. Die dienen dazu, um zu steigern, und zwar so, dass die AP-Berechnung funktioniert. Ich gehe jetzt mal ganz kurz mit einem Sprung in den Eigenschaften-Tab. Dort habt ihr unten rechts die Erfahrung. Ich habe aktuell 10 Abenteuerpunkte, gesamt sind 10. Ich gebe ihm jetzt mal, standardmäßig hat ein DSA-Charakter ja 1000. 100 beim Start. Jetzt gebe ich mal 1110, von denen ich
1000 ausgegeben habe. Das heißt, ich habe 110 Abenteuerpunkte zur Verfügung. Wenn ich jetzt beigehe und hier im Talente-Tab die Selbstbeherrschung zum Beispiel um einen steigere, dann wird hier im Eigenschaften-Tab die 4 Abenteuerpunkte, die mich das gekostet hat, ausgegeben. Das heißt, eure Charaktersteigerung könnt ihr sehr gut hier drüber stattfinden lassen. Es funktioniert auch bei Zaubern, es funktioniert auch bei Liturgien. Über das Plus-Minus könnt ihr sehr schön auch die Änderungen rückgängig machen. Auch dann funktioniert die AP-Berechnung. Achtet darauf, dass ihr nicht zu schnell klickt. Manchmal kann es sein, dass Foundry sich da ein bisschen verschluckt. In der Regel bremst das Programm sich selbst aus, um das zu berechnen. Aber wie gesagt, manchmal kann es sein, dass es sich da verschluckt und dann eine fehlerhafte Abenteuerpunktberechnung rauskommt. Also lieber ein bisschen langsamer klicken und mit Ruhe und Bedacht dabei vorgehen. Direkt dahinter, hinter jeder Würfelprobe oder hinter jedem Plus-Minus findet ihr die Würfel, mit der ihr die Probe auslöst. Das bedeutet, verlangt euer Meister eine Probe auf Kraftakt, könnt ihr hier in den Talentebogen gehen und auf Kraftakt klicken. Dann wird euch das Probenfenster gezeigt. Hier auch gleich die nächste Besonderheit der nächsten Zeile, hier die Behinderung. Sobald Behinderung auf Ja steht, wird als Modifikator die Belastung mit angezeigt. Wollt ihr sie nicht verwenden für diese Probe, weil ihr eine Sonderprobe oder was auch immer verwendet, könnt ihr sie abwählen oder wieder hinzufügen. Zu der Würfelprobe selber mache ich nochmal ein separates Video. Auch hier kann ich dann den Wurf auslösen. Auf die Behinderung bin ich gerade schon eingegangen. Dann habt ihr hier hinten nochmal den Fertigkeitswert. Auch hier könnt ihr die Werte verändern. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe meinen Kraftakt gesteigert auf 12. Das wäre bei Kraftakt auf B, also um 2 Punkte sind 4 Abenteuerpunkte. Das Problem ist, wenn ich das hier hinten mache und hier meine Werte eingebe, dann werden sie hier nicht gegengerechnet. Deshalb wollt ihr wirklich regelgerecht steigern und die Abenteuerpunkte bezahlen, dann müsst ihr hier die Eintragungen rückgängig machen und hier vorne über das Plus-Minus gehen. Weiter unten auf dem Bogen, ein bisschen versteckt, findet ihr noch die Sammelproben. Dort könnt ihr als Spieler für euch selber Sammelproben anlegen. Ihr klickt dazu auf das Plus, dann wird eine Dummy-Sammelprobe angelegt. Klickt ihr auf den Namen, kommt ihr in das Bearbeiten-Fenster, wo ihr eine Beschreibung hinzufügen könnt oder aber dem einen Namen geben. Unter Details werden dann weitere Dinge festgelegt, wie zum Beispiel, wie viele Proben sind erlaubt. Okay, ich lasse es jetzt mal auf 7. Gewürfelte Proben ist bei 0, ich habe ja noch nicht angefangen. Hier könnt ihr das Intervall festlegen, meinetwegen 5 Minuten. Die gesammelten QS werden auch selbst aufaddiert. Ihr könntet aber, wenn ihr es jetzt mittendrin anfängt oder ihr andere Voraussetzungen habt, das noch ein bisschen modifizieren. Auch die Modifikatoren, sagen wir mal, es ist gerade regnerisch, die Spuren sind schwer zu verfolgen. Und hier unten, ganz wichtig, müsst ihr einmal das Talent festlegen, auf das gewürfelt werden soll. Habe ich das gespeichert? Wird es mir so angezeigt, die Probe ist Fährtensuchen, das Intervall ist 5 Minuten und ich habe 0 von 10 Punkten erreicht. Ein Klick auf den Würfel, hier werden mir die Modifikatoren angezeigt, der Modifikator, gescheiterte Proben und die Belastung, die mit reinzählt beim Fährtensuchen. Wenn ich dann würfel, erscheint diese Probe mit einer Übersicht hier im Chatfenster. Ich habe jetzt einen Misserfolg gehabt. Ich habe Proben 1 von 7, 0 QS. Bei einer weiteren Probe würde mir die gescheiterte Probenmodifikation auf -1 gesetzt, wie es richtig ist. Ich könnte nochmal würfeln und sehe jedes Mal nach jeder Probe ein Update. Sehen Arbosch ist nicht gerade geschickt im Fährtensuchen. Deshalb brechen wir den Versuch hier einmal ab. Kommen wir zum Kampfbogen. Im Kampfbogen werden euch alle Waffen und Rüstungen angezeigt. Ich mache einen kurzen Sprung. Die im Ausrüstungsbogen hier ausgerüstet sind. Zeige ich euch nachher nochmal. Hier oben bei den Nahkampfwaffen habt ihr außerdem die Möglichkeit, auf Ausweichen zu würfeln, einen waffenlosen Angriff und eine waffenlose Verteidigung durchzuführen. Die werden nicht nochmal extra unter Nahkampfwaffen aufgelistet. Also hier oben ist Ausweichen, waffenloser Angriff, waffenlose Parade. Dann habt ihr hier die Waffe, die ihr ausgerüstet habt, mit einem Attacke- und Paradewurf und einmal den Schadenswurf. Bei einem Klick könnt ihr diese Probe auslösen und es erscheint das Probenfenster.
Dann habt ihr hier die Rüstung, den Rüstungsschutz, den ihr verwendet und die Belastung, die dazu gehört. Direkt darunter sind die Kampfsonderfertigkeiten, die der Charakter hat. Hier ist es der Wuchtschlag 2. Und als letztes kommen die Kampftalente. Auch hier habt ihr wieder den Namen, wo ihr die Details öffnen könnt. Auch hier würde ich davon abraten, es manuell zu bearbeiten. Dann hier wieder ganz wichtig zum Steigern das Plus und das Minus, um dafür auch Abenteuerpunkte ausgeben zu können. Die Leiteigenschaft, die dazu passt. Den Kampftechnikwert, den ihr hier auch manuell bearbeiten könnt, wieder mit der Warnung, die Abenteuerpunkte werden dabei nicht berechnet. Und ihr könnt hier auch direkt auf die Würfel einen Attacke, Parade oder Fernkampfwurf durchführen. Eine einfache Probe, bei der der Schaden und so weiter nicht mitgewürfelt wird. Also, falls ihr mal improvisieren müsst, eine improvisierte Hiebwaffe habt und die nicht der Ausrüstung hinzufügen wollt, könntet ihr zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier Hiebwaffen, das ist eine improvisierte Waffe, meinetwegen ein Zweierschwert. Und ich kann eine Hiebwaffenangriffsprobe machen. Kommen wir zum Eigenschaftsbogen. Das hier ist das Herzstück des Charakterbogens, wo eure Eigenschaften, Vorteile, Nachteile, Sonderfertigkeiten, die allgemeiner Natur, also nicht Kampf, magisch oder liturgisch sind. Hier werden auch die Sprachen aufgelistet, die als Sonderfertigkeiten gelten, also unter Sonderfertigkeiten geführt werden, aber auf dem Charakterbogen separat stehen. Und die Schicksalspunkte Sonderfertigkeiten. Hier oben habt ihr die Eigenschaften, die ihr auch mit einem Plus-Minus steigern könnt. Hier wird auch nochmal angezeigt, wie teuer es ist, dies zu steigern. Das heißt, ich steige jetzt meinen Mut auf 15, dann seht ihr eine Steigerung und die 30 Abenteuerpunkte werden abgezogen. Hier weiter rechts habt ihr verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel die Lebenskraft, direkt dahinter auch steigern bzw. zurückerstatten. Das hier ist die Regenerationsprobe, die zeige ich euch einmal. Hier könnt ihr verschiedene Modifikatoren eingeben. Würfeln, eine Regeneration von 3. Vorher auf ein paar weniger Lebenspunkte, um euch auch zu zeigen, dass das funktioniert. Wenn ihr dann einen Rechtsklick auf die Eigenschaftsprobe, Regenerationsprobe macht und Regeneration anklickt, dann wird euch der gewürfelte Wurf angerechnet. Hier hinten könnt ihr auch Modifikationen und Zukäufe notieren. Wie gesagt, das hier wird aber dann auch nur verrechnet, wenn ihr es über das Plus macht. Seelenkraft wird automatisch berechnet. Ihr könnt einen manuellen Modifikator setzen. Zähigkeit, Ausweichen, Geschwindigkeit genau dasselbe. Wir erinnern uns, den Ausweichenwert finden wir hier im Kampfbogen wieder. Hier wird auf Ausweichen gewürfelt. Die Initiative wird gewürfelt, wenn der Spielleiter einen Kampf einleitet. Da komme ich in einem separaten Video noch zu. Dann gibt es noch die Möglichkeit, separate Initiativewürfel anzulegen oder einen Initiative-Modifikator als Probe hinzuzufügen. Auch das eher Ausnahmen. Hier unten stehen dann noch die Schicksalspunkte, die der Charakter hat. Und wie gesagt, der Erfahrungsgrad, die Erfahrungspunkte. Kommen wir als nächstes zum Ausrüstungsbogen. Der Ausrüstungsbogen enthält alle Gegenstände, Items, die der Charakter hat. Verschiedene Typen, verschiedene Kategorien, die ihr dort hinzufügen könnt. Das alles kommt aus dem Kompendium und aus der Bibliothek. Ganz wichtig, wollt ihr Waffen verwenden oder nicht verwenden? Abosch hat sich zum Beispiel unsinnigerweise einen Magierstab im letzten Tutorial gekauft. Auch den könnt ihr ausrüsten. Dafür habe ich diese Zeile hier, das Ausrüstungs-Icon. Sobald ich das mache, wird diese Waffe automatisch dem Kampfbogen hinzugefügt mit der richtigen Kampftechnik. Und ihr könnt die Waffe im Kampf verwenden. Bei Rüstung ist es genauso. Möchte er, warum ein Zwerg das auch immer tun sollte, die Kettenrüstung mal nicht tragen, könnt ihr sie hier abrüsten. Sie wird im Kampfbogen nicht mehr verwendet, aber auch gleichzeitig die Belastung nicht mehr angerechnet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sogenannte Behälter wie einen Rucksack anzulegen. Das hatte ich bereits im Changelog-Video einmal kurz gezeigt. Wenn der Wunsch besteht, kann ich dann nochmal ein kurzes Tutorial extra draus machen. Ihr habt hier den Namen der Waffe, hier das Ausrüstungszeichen. Ihr könnt die Anzahl der Gegenstände erhöhen, mit einem Linksklick, mit einem Rechtsklick vermindern. Haltet ihr die Steuerungstaste gedrückt, dann erhöht sich die Anzahl oder verringert sich jedes Mal um 10. Dann kommt das Gewicht. Das Gewicht wird automatisch hier unten zu einer aktuellen Belastungs- oder Tragkraft
zusammengerechnet. Hier ist eure maximale Tragkraft. Seid ihr darüber, wird euch eine zusätzliche Belastung angerechnet. Über dieses Sprechblasensymbol könnt ihr den Gegenstand im Chat teilen. Das haben wir in vielen Fenstern schon gesehen, wie zum Beispiel bei den Waffen hier oben oder bei den Talenten. Damit könnt ihr so ziemlich alles in den Chat teilen. Dann gibt es noch einen Editieren-Stift, wo sich das Bearbeiten-Fenster nochmal öffnet. Der Detailfile ist für die Behälter da und ein Ich lösche den Gegenstand aus dem Inventar. Kommen wir zum Status-Tab. Der Status-Tab gibt sämtliche Statuseffekte oder Zustände an, unter denen euer Charakter im Moment leidet, aber trägt eine Rüstung, deshalb hat er eine Belastung von 2. Solltet ihr jetzt aus welchen Gründen auch immer einen Statuseffekt oder einen Zustand dazu bekommen, könnt ihr hier über das Plus gehen. Ihr habt hier oben noch eine Suche, wo zum Beispiel danach gesucht werden kann, um gerade auch zu Beginn die Icons kennenzulernen. Arbosch ist zum Beispiel hingefallen, hat jetzt den Zustand liegend, dann wird er hier angerechnet und würde zum Beispiel bei den jeweiligen Proben verrechnet werden oder nicht. Habt ihr diese Zustände oder den Status manuell hinzugefügt, könnt ihr ihn durch einen Rechtsklick einfach wieder entfernen. Was bei der Belastung jetzt nicht geht, da die Rüstung immer wieder diesen Belastungseffekt hinzufügt. Es gibt hierüber auch noch die Möglichkeit, manuelle Effekte anzulegen. Das ist aber ein Video, was ich separat machen werde. Hier unten ist nochmal ein Modifikator, der zusätzlich dem hier angerechnet wird. Es gibt noch eine Innenmodifikation. Initiative durch die Kettenrüstung sowie einmal durch den Effekt Pech, durch den Nachteil Pech, den Abzug von einem Schicksalspunkt. Auch die werden hier dokumentiert. Kommen wir als letztes zum Notizen-Tab. Der Notizen-Tab enthält die persönlichen Daten wie Geschlecht, Alter, Haarfarbe. Wie ihr seht, ist dieser hier spärlich ausgefüllt, eigentlich nur die Kultur. Auch die wird automatisch eingetragen, wenn ihr die Kultur aus dem Kompendium oder der Bibliothek zieht. Ihr könnt sie aber auch manuell eintippen. Direkt darunter ist einmal die Hintergrundgeschichte des Charakters, Notizen und die Spielleiternotizen. Dieses Feld habt ihr tatsächlich nur zur Verfügung, wenn ihr als Spielleiter angemeldet seid. Die Spieler sehen das nicht. Das heißt, wenn ihr euch zu Charakteren oder zu sonst was Notizen machen wollt, als Spielleiter könnt ihr das immer gefahrenlos hier eintragen. Das wäre alles, was ich zu den Tabs zu sagen habe. Kommen wir zu dem letzten Bereich, und zwar, das ist der hier oben, der Kopfbereich. Dort habt ihr als Spielleiter, ich meine sogar als Spieler, die Möglichkeit, die Steigerung zu sperren. Wenn ich das mache, dann sind die Plus-Minus-Symbole hier weg. Das heißt aber, ihr könnt trotzdem noch hier Sachen eintippen. Ob das wirklich notwendig ist oder nicht, liegt immer so ein bisschen an der Gruppe selber. Ich persönlich habe das noch nicht verwendet. Das hier oben ist das Akteur konfigurieren. Das ist seit einigen Updates sehr wichtig geworden. Mit diesem Menü migriert, also importiert ihr eigentlich alle Zauber, Sonderfertigkeiten, Vor- und Nachteile, Talente, Kampftechniken. Zauber beinhaltet auch Liturgien, Zeremonien und Rituale aus dem aktuellen Kompendium in den Charakter. Das heißt, ihr überschreibt einmal alles das, was hier unter Talente ist, mit den aktuellen Werten des Kompendiums. Das ist gerade wichtig. Die Kompendien haben vor kurzem ein Update im Talentbereich bekommen. Dort gab es neue Icons für die jeweiligen Talente, wie ihr hier unten auch sehen könnt. Vorher waren das alles einheitliche Symbole. Und habt ihr einen Charakter angelegt, bevor das Kompendium geupdatet wurde, dann sind die Symbole noch alt. Und durch einen Klick auf Talente migrieren werden alle manuellen Modifikatoren, auch nochmal ganz wichtig, habt ihr hier manuell was verändert, wird es überschrieben, wenn ihr auf Ja klickt, werden alle Eintragungen, die hier sind, mit einem Namensvergleich überschrieben. Das heißt, Selbstbeherrschung wird durch den Wert Selbstbeherrschung aus dem Kompendium überschrieben. Migration ist abgeschlossen. Ich habe jetzt die aktuellsten Werte drin. Es lohnt sich nach einigen Updates immer mal wieder hier die Migration zu versuchen. Kurzer Hinweis, es gab bei dem ein oder anderen Probleme. Macht vorher ein Update von euren Benutzerdaten, damit ihr im Problemfall wieder zurückgehen könnt. Daneben befindet sich die Bibliothek. Die Bibliothek ist so ein bisschen das Herzstück für die DSA-Kompendien.
Normalerweise ist es so, dass die Kompendien hier oben rechts in den Kompendien-Paketen, also dem Kompendium-Menü, abgespeichert ist. Wie ihr seht, ist das aber mit den DSA-Modulen schon ziemlich groß und aufgebläht. Und die Bibliothek ist so ein bisschen eure Suche in den Kompendien. Ihr geht hier rein, habt hier verschiedene Tabs: Ausrüstung, Charakter, Journal, Magie, Religion und Zoo. Und ohne was angehakt zu haben, könnt ihr hier sogar schon suchen. Dann sucht ihr euch sämtliche Gegenstände, in denen der Begriff in irgendeiner Art und Weise vorkommt. Zusätzlich könnt ihr aber auch so vorgehen, dass ihr hier unten einmal einen Haken setzt. Ausrüstung, lasst euch sämtliche Ausrüstungsgegenstände anzeigen und dann wird euch der Inhalt aller Ausrüstungsgegenstände aus euren Kompendien gezeigt. Dann habt ihr die Möglichkeit, sämtliche Sachen aus den Kompendien, das könnt ihr auch als Spieler machen, in euren Charakterbogen zu ziehen. Das bedeutet, ich habe mir zum Beispiel als Arbosch einen neuen Trinkschlauch gekauft oder einen Wasserschlauch. Dann könnt ihr diesen Gegenstand suchen und per Drag and Drop in euren Charakterbogen ziehen. Und ihr seht, Wasserschlauch hat sich die Anzahl auf 2 erhöht. Dadurch ja, könnt ihr eurem Charakter Ausrüstungsgegenstände, Waffen etc. einfach hinzufügen, natürlich in Absprache mit eurem Spielleiter. Euer Spielleiter kann das auch tun, aber ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, dies zu tun. Warum sage ich das? Weil ihr auch für euren Spielleiter den Charakterbau durchführen könnt. Ihr könnt euch zwar keinen Akteur anlegen, also dieses Menü mit Akteur erstellen habt ihr nicht, aber hat der Spielleiter euch einen Akteur angelegt und euch die Rechte dafür gegeben, könnt ihr selbst den kompletten Charakterbau im Endeffekt durchführen. Also sagen wir, ihr habt vorher mit dem mit der PDF des selbstrechnenden Bogens oder per Buch einen Charakter erstellt, könnt ihr den Charakter von eurem Spielleiter anlegen lassen mit fast keinen Werten und ihr selber geht über die Bibliothek, die Steigerung und die Eingabe in den Feldern bei und tippt diesen Charakter hier ein. Das wäre es zu der Bibliothek. Dann gibt es den nächsten Button und jetzt wird es einmal wichtig. Es nennt sich Blatt konfigurieren. Hier lässt sich einiges einstellen. Ich brauche diese Einstellung im Moment fast nur für den Händler. Deshalb braucht ihr dort nicht viel machen und ich glaube, als Spieler habt ihr dort auch gar keinen Zugriff drauf. Der nächste Punkt ist Token konfigurieren. Wir erinnern uns ganz kurz, ich habe dieses Charakterblatt über den Token auf der Szene geöffnet. Jetzt, nein, habe ich nicht. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Hier oben steht Prototypfigur. Wenn ich das hier lese, dann weiß ich, dass die Änderungen, die ich hier mache, für alle Token gelten, die ich von hier rechts aus dem Akteurmenü in die Szene lege. Also was bedeutet das? Sagen wir, ich habe für Arbosch eine Dämmersicht und helle Sicht von 8 und 0 angelegt. Das sind meine persönlichen DSA-Einstellungen. Er bekommt aber eine Fackel von 4 mit 4 Meter dämmeriges Licht, 2 Meter helles Licht. Und ich speichere das in dem Prototyp-Token. Dann hat Arbosch auf jeder Szene, auf die ich ihn hier ziehe, jetzt noch mal kurz ein Fackellicht, damit man das noch ein bisschen besser sieht. Dann hat er jetzt jedes Mal dieses Fackellicht, egal in welche Szene ich ihn ziehe. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja nur für den Arbosch, der jetzt hier auf dieser Szene ist und seine Fackel aktiviert, diese Einstellung ändern. Hier nochmal kurz zurück, öffne ich Arbosch hier im Akteurmenü und gehe auf Token konfigurieren. Dann habe ich hier dieses Prototyp-Figur stehen und sehe, hier sind meine Werte 4 und 2. Ändere die mal zurück und schließe den Charakterbogen. Wenn ich hier über einen Doppelklick den Charakter öffne und dann auf Token konfigurieren gehe, steht hier vorne nicht mehr Prototypfigur. Jetzt bearbeite ich nur diesen Token auf dieser Szene und kann ihm eine Fackel in die Hand geben. Wenn ich jetzt Arbosch nehme und nochmal in die Szene ziehe oder auf eine andere Szene, hat er keine Fackel. Dieser Arbosch, der auf dieser Szene ist, dieser eine Token hat eine Fackel. Um ihn dann schnell mit der Fackel auf einen anderen
auf eine andere Szene zu bekommen, könnt ihr einfach die Steuerungstaste plus C drücken, dann wird er kopiert, Steuerungstaste V und wieder eingefügt. So braucht ihr nicht euren Standard-Abosch mit einer Fackel anlegen, sondern könnt auf der Szene arbeiten und wechselt die Szene, weil er eine Etage wechselt oder warum auch immer und hat die Fackel immer noch, kopiert ihr einfach diesen Token. Das wäre das Grundsätzliche zum Spielerbogen. Kommen wir noch einmal ganz kurz auf den NSC-Bogen. Der NSC-Bogen, das ist ein Nichtspieler-Charakterbogen, sieht fast genauso aus, hat hier die Tabs, hat den Kopfbogen. Der größte Unterschied ist, dass er hier unten keine Abenteuerpunkte hat. Das heißt, ihr könnt den Charakter relativ frei mit Werten belegen, was bei NSCs auch häufiger Sinn ergibt. Nichtsdestotrotz könnt ihr ihm eine Spezies, Profession oder andere Sachen direkt über die Bibliothek hier reinziehen. Also Spezies, Kultur und Profession sind auch hier möglich. Und auch hier sind Notizen, Spielleiternotizen, persönliche Daten hinterlegbar. Der Rest ist komplett identisch mit dem Spielerbogen. Kommen wir zu dem Kreaturenbogen. Der Kreaturenbogen hat ebenfalls keine Abenteuerpunkte und er hat die Besonderheit, er hat keine Spezies, Kultur und Professionen. Das bedeutet, ihr könnt hier einfach den Typus anlegen, was auch in den Bestiarien sehr häufig gesehen wird, und frei die Werte belegen. Und eine weitere Besonderheit ist, er berechnet nicht Lebenskraft, Seelenkraft, Zähigkeit und so weiter. Das heißt, ich habe hier einen Ork als Beispiel, wofür es die Spezies nicht offiziell für DSA gibt. Wenn ich den Ork als Nichtspielercharakter anlege, nehme nochmal kurz den Bogen zur Rate, hier habe ich keine Einstellungen vorgenommen und er berechnet mir ganz normal Seelenkraft, Zähigkeit aus den Berechnungen, wie sie DSA vorgibt. Das bedeutet, ja, diese Werte werden immer falsch sein und ich muss es über einen Modifikator regeln. Beim Ork kann ich es einfach eingeben, der hat eine Seelenkraft von -1, Zähigkeit von 2 zum Beispiel, ohne dass irgendwas berechtigt wird. Deshalb lege ich viele ja, als Kreatur einfach an. Und eine weitere Besonderheit ist hier unter den Notizen zu finden. Hier gibt es ein paar andere Felder, zum Beispiel eine Beschreibung der Kreatur, das Kampfverhalten, Flucht und etwaige Sonderregeln, die ihr eintragen könnt. Das wären die größten Unterschiede. Falls euch noch weitere Dinge einfallen, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.